Ihr sucht die absolute Herausforderung in Real-Life-Craft, aber nachdem ihr eine halbe Stunde durch eine Wüste gelaufen seid und schon mehr als 10-mal gestorben seid, findet ihr euren ersten Baum, nur um zu merken, dass ihr ihn gar nicht abbauen könnt? Dann seid ihr hier genau richtig, denn ich zeige euch die wichtigsten Rezepte und Tipps und Tricks für den Anfang, dass ihr nur noch halb so oft während euren Abenteuern in Real-Life-Craft sterbt. Fangen wir auch gleich mit dem ersten Punkt an, und zwar wie man Werkzeuge bekommt, um den Bäumen zu zeigen, wer der Boss ist. Dazu müsst ihr zunächst so lange auf Gravel einprügeln, bis ihr Flint bekommt. Um das Flint oder jedes andere Item in diesem Modpack aufzuheben, müsst ihr entweder mit Rechtsklick draufklicken oder ihr croucht mit Shift-Klick und sammelt somit alle Items in der Nähe ein. Mit dem Flint haut ihr nun so lange mit Rechtsklick auf einen harten Untergrund, bis ihr 2 Flint-Shards daraus bekommt. Nun müsst ihr nur noch zu einem Baum gehen und Blätter zerstören, bis ihr einen Stock gedroppt bekommt. Den Stock und eine Flint-Shard könnt ihr nun zu einem Flintmesser zusammen craften. Mit dem Messer müsst ihr nun das Gras so lange rasieren, bis ihr 2 Pflanzenfasern bekommt. Diese craftet ihr nun zu einem Strick zusammen. Und nun können wir auch endlich eine Axt craften, um dem Baum an den Kragen zu gehen. Dafür braucht ihr wieder eine Flint-Shard, einen Stock und den Faden. Wenn ihr nun den Baum fällt, passt auf, dass ihr nicht von ihm erschlagen werdet, weil sonst euer Abenteuer hier erstmal endet. Wer denkt, dass er nun einfach Holzwerkzeuge craften kann, hat wohl vergessen, dass er Real-Life-Craft spielt. Denn schnell werdet ihr merken, dass ihr mit dem Holz keine Planken in eurem Inventar herstellen könnt. Um Planken zu bekommen, müsst ihr die Holzblöcke wieder platzieren und sie mit eurer Flintaxt rechtsklicken. Nun könnt ihr euch eine Werkbank bauen und anfangen, Werkzeuge aus Holz zu bauen. Noch eine weitere Sache, die ihr bei Werkzeugen beachten müsst, ist, dass ihr für Werkzeuge aus Eisen oder besser Voraussetzungen in den Skills erfüllen müsst. Das Skillfenster öffnet ihr mit Y. Die einzelnen Skills könnt ihr auf eine höhere Stufe bringen, indem ihr XP-Level sammelt und diese dann im jeweiligen Skill einsetzt, um dort euer Level zu erhöhen. Dabei bekommt ihr auch Skillpunkte, die ihr verwenden könnt, um weitere Bonis freizuschalten. Genug zu den Werkzeugen. Wie ihr seht, habe ich über meiner Hungerleiste noch eine weitere Anzeige. Und das sind nicht die Tränen, die ich vergossen habe, weil ich schon so oft gestorben bin, sondern das ist eure Durstanzeige. Um diese zu füllen, kann man an einen See gehen und mit Rechtsklick, während ihr gecrouched seid, trinkt ihr Wasser. Jedoch bekommt ihr dann einen Hungereffekt. Wenn es regnet, könnt ihr auch diesen mit Rechtsklick trinken. Da es aber nicht immer regnet oder ihr einen See bei euch habt, gibt es 2 bessere Methoden. Einmal eine normale Glasflasche, die wir vom normalen Minecraft kennen, und eine Feldflasche, für die ihr 6 Leder benötigt. Wenn ihr diese nun mit Wasser füllt, könnt ihr zwar unterwegs Wasser trinken, aber ihr bekommt immer noch den Hungereffekt. Daher gibt es 2 Möglichkeiten, das Wasser zu reinigen. Die gefüllten Glasflaschen könnt ihr einfach in einen Ofen brennen, um gereinigtes Wasser zu erhalten. Oder ihr baut euch einen Holzkohlefilter aus Holzkohle und Papier. Papier könnt ihr auch aus Birkenholz herstellen. Den Holzkohlefilter packt ihr nun zusammen mit eurer gefüllten Feldflasche oder Wasserflasche in den Crafting Table, um sauberes Wasser für unterwegs zu erhalten. Genug mit der Sauferei, kommen wir nun zum Licht, welches auch sehr wichtig in Real-Life-Craft ist. Wenn ihr einmal F7 drückt, seht ihr um euch herum viele schöne Zahlen erscheinen. Doch wir sind hier nicht bei 1, 2 oder 3 und es geht auch kein Licht an, wenn ihr richtig steht. Die Zahlen zeigen euch das Lichtlevel des jeweiligen Blocks. Die Minecraft-Profis unter euch wissen bestimmt schon, wenn das Lichtlevel 7 oder kleiner ist, können dort Mobs spawnen. Und wenn ihr ein Haus habt oder gerade einen Dungeon erkundet, wollt ihr natürlich nicht, dass ein Mob hinter euch spawnt und euch dann verprügelt. Also müssen wir für Licht sorgen. Die einfachste Methode sind dafür Fackeln, welche ganz normal mit einem Stock und Kohle gecraftet werden. Jedoch erhaltet ihr dann nur Fackeln, die noch nicht brennen. Um das zu ändern, könnt ihr eine Streichholzbox aus 3 Slabs und 3 Papier craften. Nun könnt ihr entweder die Fackeln setzen und dann anzünden, oder ihr nehmt eure Fackeln und eure Streichholzbox und craftet sie zusammen, um brennende Fackeln zu erhalten. Der nächste wichtige Punkt ist eure Lebensanzeige, denn die sieht zunächst ganz normal aus, aber wenn ihr einmal H drückt, seht ihr eure eigentliche Lebensanzeige. Dabei könnt ihr sehen, dass der Kopf und der Körper hervorgehoben sind, denn wenn dort bei einem all eure 3 Herzen verschwunden sind, seid ihr tot. Wenn alle Herzen bei einem Arm weg sind, baut ihr Sachen langsamer ab, und wenn keine Herzen mehr bei den Beinen da sind, bedeutet das, dass ihr nur noch langsam durch die Gegend laufen könnt.
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Herzen wieder aufzufüllen. Eine wird uns auch hier schon im Lebensmenü angezeigt, und zwar das Bett, welches 50% eures Lebens wiederherstellt, wenn ihr euch hineinlegt. Eine weitere Möglichkeit für Anfänger sind Bandagen, welche ihr aus Fäden und Wolle craften könnt. Dabei spielt es keine Rolle, welche Fäden oder Wolle ihr verwendet. Um die Bandagen anzuwenden, müsst ihr wieder das Lebensmenü mit H öffnen und dort dann auswählen, welches Körperteil ihr heilen wollt. Die dritte Möglichkeit, wie ihr euch heilen könnt, sind sogenannte Nymphen, welche ihr ab und zu seht. Denn wenn ihr in der Nähe steht, geben sie euch Regeneration. Also könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr vielleicht die nächste Nymphe, die ihr seht, einbaut, um sie zu euren Heilungssklaven zu machen. Kommen wir jetzt noch zu den Waffen, die ich euch für den Anfang empfehlen würde. Dafür benötigt ihr erstmal eine Stange, welche aus 3 Stöckern und einem Faden hergestellt wird. Mit der Stange und 4 Cobblestone könnt ihr nun eine Steinhellebarde herstellen oder ihr baut euch einen Steinspeer aus der Stange und einem Cobblestone. Beide Waffen haben Reach 1, was sehr gut für den Anfang ist, da ihr dann nicht so nah an einen Mob müsst wie beispielsweise mit einem normalen Steinschwert. Wie man sehen kann, macht die Hellebarde deutlich mehr Schaden als der Speer. Der Nachteil ist aber, dass ihr dafür beide Hände benötigt. Deswegen würde ich am Anfang eher zu einem Speer tendieren, da ihr dann noch ein Schild in der anderen Hand tragen könnt, da ihr mit dem Schild Pfeile von Skeletten blocken könnt, welche euch sonst vielleicht mit einem Headshot sofort töten würden. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt, und zwar habt ihr über eurer XP-Anzeige noch einen Kreis, der euch anzeigt, wenn euch zu warm oder zu kalt ist. Wenn euch zu kalt ist, könnt ihr euch ein Lagerfeuer mit 3 Cobblestone und 4 Holzblöcken craften. Wenn ihr dieses nun setzt, ist es aber noch nicht an. Wer aber fleißig ausgesetzt in der Wildnis geguckt hat, weiß, was er machen muss, nämlich mit Stöckern so lange Rechtsklick darauf machen, bis es brennt. Das waren auch schon meine Anfängertipps. Wenn ihr noch weitere habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, dass ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ciao.